Wie sieht eigentlich das Innenleben eines Freros aus? Dieser Frage gehen wir heute nach. Ich habe hier unseren allerersten Frero mitgebracht mit der Seriennummer 0001. Mit diesem Frero hören wir täglich Musik in der Produktion. Er begleitet uns regelmäßig. Innen sieht der Frero so aus. Hier haben wir den Teil mit der Versorgung. Hier haben wir den Teil mit der Logik. Hier haben wir den Teil mit der Analog-Ausgangsstufe. Wie ist es überhaupt zum Frero gekommen? Ganz einfach. Der DAC 1 war schon einige Jahre auf dem Markt und hat viele begeisterte Anhänger gefunden. Und wir haben uns gesagt, eigentlich schade, dass viele Leute sich diesen DAC 1 nicht leisten können. Da sollte doch was möglich sein in einer anderen Preisregion. Haben uns Gedanken darüber gemacht und sind zum Schluss gekommen, das geht, das ist möglich. Ja, und so ist der Frero entstanden. Das Ziel war, dass der Frero genauso musikalisch ist wie der DAC 1. Vielleicht nicht mit dieser Präzision, mit dieser Detailauflösung, aber es soll Spaß machen. Man soll stundenlang mit ihm Musik hören können und Freude daran haben. Das war das oberste Ziel. Und wir hatten das Glück, jemanden zu treffen in Deutschland, der sich der Sache angenommen hat und zusammen mit uns eine Schaltung konstruiert hat, die wunderbar spielt und mit der es auch möglich ist, ein günstigeres Gerät herzustellen. Was anders geworden ist, das ist die Bedienung. Aus Kostengründen haben wir uns entschieden, einen Wellschalter zu nehmen. Das gestattet uns, eine etwas einfachere Elektronik hinten einzusetzen. Und eine weitere Vereinfachung ist, dass wir einfach noch 2 LEDs haben. Die eine LED ist das Gerät an, die zweite LED ist das Signal da. Mehr braucht es nicht. Also ich habe Kontrolle, läuft das Gerät, haben wir ein Signal und welchen Eingang haben wir. Was ebenfalls anders ist im Vergleich zum DAC 1, das sind die Anschlüsse. Den USB haben wir beibehalten. Ich denke, ohne USB geht gar nichts heutzutage. Die meisten Streamer haben USB-Ausgang. Viele Leute wollen ihren Computer anschließen. Das ist in der Regel nur über USB möglich. Also haben wir den beibehalten. Dann haben wir uns gesagt, ja, vielleicht hat unser Kunde nicht nur einen Fernseher, sondern vielleicht auch noch einen CD-Spieler mit optischem Ausgang. Also haben wir gleich 2 optische Ausgänge integriert, so dass 2 Geräte gleichzeitig spielen können und natürlich dann auch dasselbe mit 2 Cinch-Anschlüsse. So kann man einen CD-Spieler anschließen und einen Streamer anschließen gleichzeitig. Ein weiterer Unterschied zum DAC 1 ist die Speisung. Der DAC 1, der hat einen 230 Volt Anschluss und beim Frero haben wir einen 9 Volt Anschluss mit Stecker. Standardmäßig wird der Frero mit einem Netzteil ausgeliefert, mit einem einfachen Steckernetzteil, das durch die Option POW1 ersetzt werden kann, was dann ein bisschen musikalischer wird. Dazu haben wir hier hinten diesen Eingang, den gibt es natürlich nicht beim DAC 1, aber beim Frero haben wir ihn vorgesehen, sodass der Kunde später oder von Anfang an sich ein POW1 auch beschaffen kann und von einer höheren Klangqualität profitieren kann. Gleich geblieben sind die Ausgänge. Wir haben, wie beim DAC 1 und wie bei all unseren anderen Produkten, nicht nur Cinch-Ausgänge, sondern wir haben auch symmetrische Ausgänge, wie sie in der Studiowelt bekannt sind. Und die sind sehr hochwertig. Und was auch zu sagen ist, das sind echte symmetrische Ausgänge. Das heißt, im Gerät selber haben wir ganze 4 Kanäle. Ebenfalls unterschiedlich, ich habe es schon vorher erwähnt, ist die Schaltung, die Analogschaltung, die ist ein bisschen anders als bei unseren anderen Geräten. Nichtsdestotrotz ist sie klanglich hervorragend.
sagen unsere Kunden. Wie bei all unseren anderen Modellen stellen wir auch die Platine im Frero selber her. Das heißt, die Bestückung erfolgt bei uns im Hause. Somit haben wir volle Kontrolle, dass da auch die richtigen Bauteile in der korrekten Qualität eingebaut sind. Das Gehäuse ist so konstruiert, dass es einerseits einfach ist und günstig in der Herstellung, andererseits, dass es trotzdem langlebig ist, hübsch aussieht und eine weitere Funktion aufweist, nämlich die Abwärmekühlung. Im Gegensatz zum Tag 1 wird die Abwärme der Transistoren über den Gehäuseboden gemacht. Beim Design haben wir darauf geachtet, dass es einfach ist, hübsch ausschaut und zusätzlich haben wir darauf geachtet, dass zwei Geräte schön nebeneinander Platz haben und auch übereinander Platz haben. Konkret, ein Frero hat die halbe Breite und hat die halbe Höhe eines Tag 1. Wieso haben wir das gemacht? Jemand, der einen Pau 1 hat, möchte den nebendran stellen oder möchte den auf den Frero stellen. Beides ist möglich. Kleine Notiz am Rande. Als wir mit der Produktion des Freros begonnen haben, haben wir gleichzeitig die Bestückungsmaschine gekauft, mit der wir die Bestückung machen. Und das Lehrstück war der Freroprint. Also am Freroprint haben wir uns 2 Tage die Zähne ausgebissen und danach waren wir in der Lage, diese Bestückung selbstständig zu machen. Produktion ging von Anfang an problemlos. Mit einer Ausnahme, wir hatten einige Platinen, die nicht korrekt funktionierten, was wir uns nicht erklären konnten, bis wir dann auf die Ursache gestoßen sind. Ein Lieferant hat uns fehlerhafte Teile geliefert und als wir das dann herausgefunden hatten und behoben hatten, war das Problem gelöst. Der erste Frero wurde am 30. Juni 2020 ausgeliefert. Kurz danach kam Corona und ich erinnere mich gut, wie wir Schwierigkeiten hatten mit der Produktion, und zwar im Sinne von Kapazität. Wir hatten alle Hände voll zu tun, wir waren zu wenig Leute. Ich habe Leute organisiert aus dem Bekanntenkreis, die uns geholfen haben, dass wir die vielen Bestellungen abarbeiten konnten. Es war unglaublich, was da passiert ist, als die Leute nicht mehr reisen konnten. Statt Reisen haben sich die Leute ums Zuhause gekümmert, damit es zu Hause schön klingt. Und das war die Zeit des Freros. Wir haben allein im 2020 einige 100 Stück verkauft und im 2021 auch. Und das in die ganze Welt. Apropos Covid, es hatte nicht nur Sonnenseiten, sondern es gab durchaus Schattenseiten. Und zwar war das die Beschaffung von elektronischen Bauteilen. Es gibt 2 Bauteile im Frero, die nicht einfach so ersetzt werden können. Das eine ist dieser AKM-Chip und das andere ist dieser Chip hier, der dafür sorgt, dass aus den 9 Volt diese plus 12 Volt und minus 12 Volt, die der Frero intern benötigt, gemacht werden. Wir wollten diesen Chip nachbestellen, haben gesehen, der ist nicht mehr erhältlich. Habe dann persönlich beim Hersteller nachgeschaut und gesehen, es gibt tatsächlich eine letzte Rolle dieser Bauteile auf der ganzen Welt. Und es ist uns gelungen, diese letzte Rolle zu besorgen. Das war eigentlich die Rettung für die weitere Produktion des Freros. Kurze Zeit später kam die Nachricht, da war Covid, glaube ich, schon vorüber, ganz sicher bin ich nicht, dass es in der Produktion von AKM gebrannt hat. Ganze Produktion dieses Chips hier ausgestiegen, von einem Tag auf den anderen. Und wie es so ist, wenn dieser Fall eintritt, dann gibt es einige ganz schnelle Leute,
die alles zusammenkaufen, was überhaupt noch erhältlich ist. Und wir waren vielleicht einen halben Tag zu spät. Haben dann noch einige wenige Teile uns beschaffen können, über Broker, kosten dann 10-mal so viel und hat dazu geführt, dass wir die Platine anpassen mussten und uns für einen anderen Chip entscheiden mussten, weil es war nicht absehbar, wann AKM wieder in der Lage sein wird, diesen Chip anzubieten. Und so steckt in den heutigen Freros nicht mehr ein AKM-Chip drin, sondern ein anderer, der mindestens so gut ist. So viel sei verraten. Der Frero ist auch heute, 6 Jahre später, ein Erfolgsmodell. Wir kriegen regelmäßig Rückmeldungen von unseren Kunden, wie sie den Frero lieben und schätzen, seine Musikalität, wie die Musik fließt, wie es Freude macht, damit zu hören. Kleine Anekdote: Ein Händler hat uns mal verraten, dass er heimlich in eine 200.000 Franken Musikanlage einen Frero eingeschleust hat und niemandem ist es aufgefallen. Auch muss ich gestehen, dass ich zu Hause in der Wohnung regelmäßig mit einem Frero Musik höre. Und den Tag 2, den haben wir unten im Vorführraum. Also summa summarum, der Frero ist überall da geeignet, wo es darum geht, gut Musik zu hören.